Wir haben jetzt Anfang März und wir sind jetzt circa 6 Wochen hier auf dem Camping Mar Sul. Jetzt soll es so langsam weitergehen. Bevor es weitergeht, ein kurzer Rückblick über unsere Zeit hier auf dem Campingplatz und unsere weiteren Pläne. Herzlich willkommen zu diesem Video. Es kamen einige Fragen zu unserem Windschutz. Es handelt sich um einen aufblasbaren Windschutz der Firma Campa Dometic. Er lässt sich einfach und schnell aufstellen und hat sich auch bei starkem Wind bewährt. Kostet aktuell ca. 400 €. Jetzt noch ein paar Worte zum Wetter. Es war ähnlich wie in den Vorjahren, nur die Nächte waren etwas kühler. Geregnet hat es auch mal oder an 2 Tagen, solange wir hier auf diesem Platz sind, hat es geregnet. Und dann gab es natürlich auch stürmische Tage, aber auch viel Sonnenschein. Die Temperaturen lagen so zwischen 16 und 24 Grad. Häufiger wurde ich gefragt, warum ist dein Wohnmobil immer so schön sauber? Das hat vielleicht keinen besonderen Grund. Natürlich hängt das viel von der Lackierung ab, über diese Metallic-Lackierung mit Klarlack. Und zum anderen reinige ist das natürlich hin und wieder. Und wenn es dann mal ordentlich geregnet hat und der Staub runter ist, dann nehme ich einfach einen Wischlappen mit einem Bodenwischer zusammen und wische das Mobil damit ab. Das kann man natürlich nur dann machen, wenn das Mobil nicht stark verschmutzt ist und kein Sand an der Oberfläche ist. Ich nutze die Tücher von Putzfuchs zum Reinigen. Die habe ich schon einige Jahre, haben sich bei mir bewährt. Ich brauche auch nur wenig Wasser, um das ganze Mobil so abzuwischen. Wie gesagt, das ist nur eine Zwischenlösung. Das ist nicht immer, dass ich das so mache. Hin und wieder muss man das Fahrzeug natürlich richtig ordentlich mit Wasser waschen. Unser vorheriges Mobil war ja versiegelt mit der sogenannten Keramikversiegelung. Das war auch sehr gut und ist auch sehr gut. Jetzt beim neuen haben wir noch nichts machen lassen. Das wollen wir aber noch, aber wir haben noch keinen Termin oder wissen noch nicht genau, wann wir das machen lassen wollen. Bisher glänzt das Fahrzeug aber auch noch ohne Versiegelung. Bei diesen Tüchern braucht man eigentlich kein Waschmittel oder Spülmittel. Ich mache aber einen kleinen Spritzer Pril rein, finde ich irgendwie ein bisschen schöner. Der Campingplatz war durchweg in dieser ganzen Zeit, wo wir hier sind, voll belegt. Es wechselt an den Plätzen hin und wieder mal, aber ansonsten immer alles voll. Darüber habe ich mit einigen Campern gesprochen, die jetzt hier neu angekommen sind, und die haben mir dann erzählt, es ist fast in ganz Spanien bzw. hier an der Mittelmeerküste überall voll, egal wo man hinkommt. Man hat hier auf dem Campingplatz so Notplätze oder einen Stellplatzbereich eingerichtet. Für alle, die jetzt gar nicht wissen, wohin, die können hier dann stehen. Das wurde sehr gut angenommen. Auch unsere Freunde Lisa und Horst haben die Möglichkeit genutzt. Sie haben uns besucht, waren 2 Nächte hier auf dem Platz und haben hier in dem Stellplatzbereich gestanden und hatten hier eine schöne Zeit und ganz nette Nachbarn. Nee. Du trägst dein Haar heute wieder offen. Muss mal gelüftet werden, ne? Einige sind natürlich enttäuscht, dass die Plätze überall in Spanien so voll sind. Andere freuen sich, besonders die das erste Mal da sind. Sie sind meistens positiv gestimmt und haben immer noch Glück, irgendwo hier und da mal für 2-3 Tage einen Platz zu bekommen. Und darüber haben die sich natürlich gefreut. Jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, und zwar Heißluftfritteuse. Keine Angst, das wird hier jetzt keine Kochsendung. Ich möchte da nur so ein paar Tipps geben, was wir jetzt so an Erfahrungen damit gesammelt haben. Wir kennen so ein Gerät, haben wir zu Hause schon längere Zeit. Hier haben wir uns jetzt in Spanien so eine Heißluftfritteuse bei Aldi gekauft für ca. 40 € und die funktioniert einwandfrei. Und wir haben jetzt inzwischen einiges darin zubereitet und festgestellt, dass es hier und da gar nicht so schlecht ist, mit so einem Gerät zu arbeiten. Dieses Gerät hat ein Fassungsvermögen von 3 Litern, eine Leistung von 1100 bis 1400 Watt. Das heißt, man kann das Gerät auch vielleicht mit dem Wandler vom Wohnmobil betreiben. Wir haben verschiedene Speisen hergestellt, hier zum Beispiel Hähnchenteile, sogar Bratwurst haben wir drin hergestellt. Auch das war kein Problem. Hat mich etwas verwundert, dass sie so schön braun wird. Kartoffelecken sehen wir hier. Des Weiteren haben wir Gemüse drin hergestellt oder zubereitet. Und auch Bratkartoffeln
sind uns in diesem Gerät gelungen. Die Handhabung ist recht einfach, Zeit einstellen, Temperatur einstellen und los geht's. Natürlich werde ich weiterhin meine Steaks auf dem Grill zubereiten. Jetzt aber wieder zurück zum Campingplatz. Die meisten Camper hier auf dem Platz sind zufrieden oder sehr zufrieden und sie haben auch wieder schon fürs nächste Jahr hier gebucht und wollen hier wieder den Winter verbringen. Ja, wollt ihr auch noch was sagen? Ja, wie gefällt es euch heute? Ja, super ist es hier, Hartmut. Wir wollen überhaupt nicht nach Hause. Ja, schön, das freut Es mich. ist schon schade, dass die Zeit jetzt so schnell rumgeht. Ja, jetzt wo es gerade richtig schön wird. Ja, ne? ja. Man merkt doch jetzt, dass der März ist gerade angefangen, dass das Wetter dann etwas noch besser ist als im Januar. Ne? Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn wir wieder hier sind. Ja. Dies Jahr. Ja. Dies Jahr. Dies Jahr. Dies Jahr. Ja, ihr dies Jahr. Wir dies Jahr. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Schön finden wir auch, wenn ein Campingplatz eine Restaurant-Bar hat, so wie in diesem Fall. Das Restaurant hat geöffnet von morgens 8 bis 22 Uhr. Es gibt Frühstück, es gibt einen Mittagstisch und natürlich kann man am Abend auch hier essen. Natürlich kann man sich ja auch abends treffen mit Freunden und was trinken, gesellig zusammen sein und einige spielen dann auch Karten. Ich treffe auch immer mal wieder den Chef vom Campingplatz Pepe hier in der Bar. Wir sprechen dann über die ganze Situation, dass die Camping- und Stellplätze in Spanien alle voll sind. Das ist überwiegend in den Monaten Januar und Februar der Fall. Und so redet Pepe, alle, die jetzt neu vielleicht starten wollen Richtung Spanien, die sollten sich überlegen, vielleicht im Oktober schon loszufahren und dann bis in den Dezember reinbleiben, um dann auch das Land mal kennenzulernen. Und dann haben sie vielleicht auch die Möglichkeit, im nächsten Jahr mal in den Monaten Januar, Februar hier zu sein. Wer in den Monaten Oktober, November hier ist, der hat natürlich die Möglichkeit, dann nochmal im Meer schwimmen zu gehen. Wir haben dann Wassertemperaturen um 20 Grad, teilweise sogar etwas höher. Und im Pool ist natürlich das Wasser dann auch noch warm, sodass man auch da schwimmen gehen kann. Jetzt aber zu unseren weiteren Plänen. Wir fahren so ein bisschen ins Landesinnere und zwar nach Tabernas. Dort ist es eine ganz trockene Gegend, dort ist es wüstenähnlich. Dort wurden viele Western gedreht, zum Beispiel das Spiel mir das Lied vom Tod und andere bekannte Western auch. Wir waren schon einmal dort, wollen jetzt aber nochmal gerne hin und uns das Ganze nochmal anschauen, weil das bei uns schon mehr als 20 Jahre her ist, dass wir das letzte Mal dort waren. Weiter geht es dann für uns nach Guadix. Dort gibt es Höhlenwohnungen, die wir uns anschauen wollen. Und dann werden wir weiterfahren Richtung Chipiona. Ob wir noch Stationen unten unterwegs machen, wissen wir noch nicht. Mal schauen, was uns so noch über den Weg läuft. Bevor es aber weitergeht, müssen wir natürlich erst unsere Sachen noch alles einpacken. Und ich glaube, das kennt jeder. Die Garage muss ich als erstes mal aufräumen, weil dort hat sich jetzt inzwischen einiges angesammelt. Und da passt so ja kaum noch was rein. Also räumen wir erstmal auf. Alles, was am Boden festgemacht werden muss, dafür nutze ich Torx-Schrauben. In verschiedenen Längen habe ich die und damit ist auch der Windschutz festgemacht. Der aufblasbare Windschutz ist schnell aufgebaut, aber auch schnell abgebaut. Luft rauslassen und dann kann man ihn schon fast zusammenlegen. Andreas Kipper, der ist ja Servicefachmann für Caravaning, von dem haben wir diesen Windschutz auch gekauft, der ist ja auch auf dem Platz. Er ist so nett und hilft uns hier beim Zusammenlegen des Windschutzes. Wichtiger Punkt, es dürfen keine Steine und auch kein Sand irgendwo dazwischen kommen beim Zusammenlegen, deshalb sauge ich den Windschutz nochmal sauber aus. Wir nutzen den Windschutz nur, wenn wir länger irgendwo stehen, das heißt mehr als eine Woche, sonst ist uns der Aufwand doch zu groß, den Windschutz erst aufzubauen. Wir bauen immer oder räumen immer einen Tag vor der Abreise, sodass wir ausreichend Zeit haben, alles in Ruhe einzupacken. Wichtig ist natürlich, dass man den Windschutz auch so weit wieder zusammenfaltet oder packt, dass er in die passende Tasche dazu reinpasst. Gewusst wie, dann geht es schnell und es passt auch alles. Das müssen wir uns jetzt merken, damit wir das nächste Mal wieder wissen, wie es gemacht wird.
Aber wir haben es ja hier auf dem Video dokumentiert und dann können wir es dann uns ja nochmal ansehen. Auch die Fahrräder müssen ja eingeladen werden, auch das ist kein Problem. Machen wir ja nicht das erste Mal. Die Akkus habe ich rausgenommen, damit die Räder leichter werden. Und dann habe ich eine Auffahrrampe und dann kann ich die Fahrräder in die Garage reinschieben. Ich drehe dann den Lenker nochmal um 90 Grad, damit ich innen drin ein bisschen mehr Platz habe. Und dann kann ich es im Prinzip alleine reinschieben, das Fahrrad. Aber Rita ist immer so nett und hilft mir dabei. Die Fahrräder wiegen ja über 30 Kilo, also kein Leichtgewicht. Deshalb ist es schon mit dem Reinschieben ganz ideal. Auch der Fahrradträger in der Heckgarage hat sich bewährt. Vorne in die Gabel reinschieben, das Vorderrad, hinten die Bügel hochklappen und festklemmen und schon stehen die Fahrräder fest in der Garage. Wir freuen uns auch, dass wir das mit den Regalen gemacht haben. Man hat Übersicht, man kann alles gut verstauen, alles ist schnell zu finden und alles ist gut zugänglich. Ursprünglich wollten wir alle Fächer beschriften, aber das haben wir jetzt verworfen. Inzwischen wissen wir genau, in welchem Schublade was drin ist. Wir sind ja jetzt mehr als 6 Wochen hier auf dem Camping Mar Azul und haben mit vielen Campern hier gesprochen, haben nette Gespräche geführt. Danke dafür, hat uns Spaß gemacht hier. Danke auch an die Nachbarn, war alles nett mit euch. Viele kennen wir ja schon aus den Jahren vorher. Und wir werden auch im nächsten Winter wieder hier auf diesem Camping in Palermo sein. So verlassen wir am Montag, den 4. März, bei strahlend blauem Himmel den Campingplatz Mar Azul. Eins vielleicht noch, weil ich häufiger darauf angesprochen wurde, kann man sich hier einen PKW mieten oder leihen? Ja, kann man. Und zwar gibt es hier einen Verleiher, der spricht Deutsch, ist auch Deutscher. Der kommt hier zum Platz her, bringt das Auto her und man muss nirgendwo hinterherfahren. Man muss sich dann mal in der Rezeption erkundigen. Dort weiß man ganz genau, wer das ist und wo man anruft. Man sieht, die Plätze sind noch alle belegt. Der Platz ist bis jetzt immer noch ganz voll oder voll belegt. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Tagen etwas ändern. Denn ich habe gehört von einigen, dass sie abreisen Richtung Heimat. Viele wollen dann Ostern zu Hause sein. Ich denke, dass dann es möglich ist, hier auf dem Mar Azul auch ohne Reservierung einen Platz zu bekommen. Wir haben uns vom Pepe und seinem Team hier vom Camping Mar Azul verabschiedet und sind dann noch mal kurz angehalten, haben noch mal schnell ein paar Fotos gemacht. Und dann ging es los zu unserer Tour, die nur 75 Kilometer lang ist. Und zwar geht es ja nach Tabernas, wie ich am Anfang schon erklärt habe. Mehr zu unseren nächsten Zielen im nächsten Video. Wir sind ja noch ein bisschen hier in Spanien. Ende April wollen wir zu Hause sein. Und bis dahin gucken wir uns noch einiges an. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.